I'm Dimitri Betts and welcome to Dimitri Talk. Hallo, ich bin Dimitri Betts und willkommen zu Dimitri Talk. Welcome back, welcome home. Willkommen zurück, willkommen zu Hause. I'm so glad you're watching right now Ich freue mich, dass du jetzt gerade zusiehst, because I have a message that you need to hear. denn ich habe eine Botschaft, die musst du hören. Can I trust God? Kann ich Gott vertrauen? Now, some of you would say, yeah, of course. Ein paar von euch würden jetzt sagen, ja, natürlich. Or maybe someone says, I don't even believe in God. Oder einer von euch sagt vielleicht, ich glaube nicht mal an Gott. But my timing, if you ask anyone who's Christian, Aber egal, wenn du fragst, der Christ ist, can you trust God? kannst du Gott vertrauen? They'll say yes. Sagt er, ja. Then my question is, Meine Frage ist, if you do trust God, wenn du Gott vertraust, when the hard time comes, wenn dann die schweren Zeiten kommen, why does your trust go down? warum wird dein Vertrauen dann kleiner? When something unexpected happens. Wenn etwas passiert, was du nicht erwartet hast. That's what I want to talk about right now. Und darüber möchte ich reden. And can I trust God? Kann ich Gott vertrauen? A lot of us have a lot of problem in our life Wir haben viele Probleme in unserem Leben, because the unexpected happen. weil Dinge passieren, die wir nicht erwarten. Right when we think we have our life in control and in line, Genau dann werden wir denken, jetzt haben wir alles unter Kontrolle in unserem Leben. something unexpected happened. Dann passiert was uns völlig überrascht. Something we didn't plan. Etwas, das wir nicht geplant Something haben. we didn't see. Etwas, das wir nicht haben kommen Something we sehen. didn't want. Etwas, das wir nicht wollen. And all of a sudden, Und plötzlich we're dealing with this situation. haben wir eine Situation. We're dealing with this person. Haben wir da eine Person vielleicht? The unexpected happened. Und etwas passiert, das wir nicht erwartet haben. And then your answer in can you trust God Und dann ist deine Antwort drauf, ja, kannst du Gott vertrauen? begins to come weak. Dann wird sie schwach. And you're beginning to think, well, does God know what's best for me? Dann denkst du so, ja, weiß denn Gott, was das Beste für mich ist? Has he heard my prayers? Hat er meine Gebete gehört? And some of you may even say, well, this is why I can't trust God. Und ein paar von euch sagen dann vielleicht, genau, deswegen kann ich Gott This is nicht why I vertrauen. can't believe in God. Deswegen kann ich nicht an Gott Because glauben. there's so many things around me Denn da sind so viele Dinge um mich herum, that I don't want. die ich nicht will. I didn't cause for it to happen, Ich habe nicht danach gerufen, but I'm in this situation. aber ich bin jetzt mittendrin in dieser The Situation. unexpected happened, Das, was ich nicht erwartet habe, ist and I passiert. can't handle it. Und ich weiß nicht, wie ich damit I umgehen don't soll. know what to do Ich weiß with nicht, it. was ich tun soll damit. Can you trust God? Kannst du Gott vertrauen? You see, he is a designer of your life. Er hat dein Leben gestaltet. He created you, Er hat dich kreiert. and he knew what he had in mind for you. Und er wusste, was er vorhat mit dir. I know you have your wants and your desires, Ich weiß, du hast deine Wünsche. but even your wants and desires all the time aren't best for you. Aber nicht alle deine Wünsche sind das Beste für dich. And you can see here in the verse Und du kannst jetzt hier sehen beim Vers, that God's ways are higher than our ways. dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege. His thoughts are higher than our Sein- thoughts. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. It would be like a little ant Das wäre wie eine kleine Ameise, trying to comprehend what us humans are doing, die versucht zu verstehen, was wir Menschen hier tun. trying to comprehend our mind thinking. Versucht zu verstehen, wie wir denken. It's impossible for this little ant to do that. Es ist unmöglich für diese kleine Ameise, das zu tun. His mind is too small. Weil ihr Gehirn ist viel zu His klein. life is too small. Sein Leben ist viel zu klein. And that's us trying to understand God. Und das ist uns, wenn wir versuchen, Gott zu verstehen. And we go to God in prayer sometimes. Und manchmal kommen wir im Gebet vor Gott And we say, God, und wir sagen, Gott, I don't understand. ich verstehe es nicht. This doesn't make any sense, God. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. This unexpected happened. Da ist was passiert, das habe ich nicht erwartet. God, I don't understand what I'm going through. Ich verstehe nicht, warum ich das jetzt durchmachen And we muss. get frustrated and angry because we don't understand. Und wir werden frustriert und wütend, weil wir es nicht verstehen. We start to lose our faith in God because we don't understand what He's doing. Und wir verlieren unseren Glauben in Gott, weil wir nicht verstehen, was er tut. And some of us don't choose to follow God at all because Und ein paar von uns wählen Gott überhaupt nicht zu folgen, we don't understand. weil wir es nicht verstehen. Once again, Und nochmals, can you trust God? kannst du Gott vertrauen? Because
when you trust somebody, Denn wenn du jemandem vertraust, if I say to you, wenn ich dir sage, you can trust me, du kannst mir vertrauen, that means you can leave your wallet around my house das bedeutet, du kannst deine Brieftasche liegen lassen bei mir zu Hause and you know no money's going to be stolen. und du weißt, das Geld wird nicht gestohlen. You know that when you tell me something, Du weißt, wenn du mir etwas sagst, I'm going to keep it to myself. dann werde ich das nicht weitererzählen. When people talk about me, Wenn die Leute über mich reden, you say, dann sagst du, I can trust Dimitri. ich kann Dimitri vertrauen. And when you say that, Und wenn du das sagst, you feel safe, you feel secure. das bedeutet, du fühlst dich sicher bei mir. The same things with God. Und so ist es mit Gott. When you say, I trust you, God, Wenn du sagst, ich vertraue dir, Gott, it doesn't mean you have to understand. das bedeutet nicht, dass du ihn verstehst. I want to tell you something. Ich möchte dir was sagen. You understand very, very little, Du verstehst sehr, sehr wenig sehr wenig of of what really is happening in your life, von dem, was wirklich in deinem Leben of what will passiert. happen in your life. Was wirklich passiert. This stuff that is unexpected for you Diese Dinge, die unerwartet kommen für dich, was not unexpected for God. waren nicht unerwartet für Gott. He's allowing it to happen. Er erlaubt, dass es passiert. In some situations, He's creating it to happen Und manche Situationen hat er sogar kreiert, damit sie passieren. because He knows what's best for you. Weil er weiß, was das Beste für dich You have ist. to get to the point Du musst zu dem Punkt kommen, where you trust God. wo du Gott vertraust. I want to talk about unconditional love for a Ich möchte second. über Liebe reden, die keine Kondition hat. We always say, marriages are good because there's unconditional love involved, Wir sagen immer, Ehe, das ist gut, weil da ist Liebe, die keine Bedingungen or stellt. between a mother and a child, Oder eine Mutter zu ihrem Kind. or even bigger than that, Oder God. sogar größer als das, Gott. Knowing that He loves us unconditionally, Zu wissen, dass er uns bedingungslose no Liebe matter schenkt. what we do, Egal was wir tun, no matter where we go, egal wohin wir no gehen, matter what we say, egal was wir sagen. God loves us unconditionally. Gott liebt uns ohne Bedingungen. It's great, huh? Das ist unglaublich. My question is, Meine Frage ist, do you give that back to God? gibst du das auch Gott zurück? Do you give Him conditions based on your love? Gibst du ihm Liebe zurück, die keine Bedingungen Are you stellt? giving Him unconditional love? Gibst du ihm bedingungslose Liebe? Are you loving Him unconditionally when this drama happens? Liebst du ihn auch bedingungslos, wenn diese Situation passiert? Are you loving Him unconditional when things happen that you don't want? Liebst du ihn bedingungslos, wenn Dinge passieren, die du nicht möchtest? Are you only giving God this great unconditional love when wonderful things are happening? Oder gibst du ihm nur diese bedingungslose Liebe, wenn einfach wunderbare Dinge passieren in deinem Leben? And everything that you want is happening. Und wenn alles geschieht, was du möchtest, And then you're giving God this love. dann gibst du Gott deine Liebe. But are you giving God unconditional love? Aber gibst du Gott bedingungslose That Liebe? says, God, Das bedeutet Gott, no matter the condition, egal was für Konditionen, I love you. ich liebe dich. I trust you. Ich vertraue dir, No matter what's happening, God, egal was passiert. I'm giving Gott. you unconditional love Ich werde dir bedingungslose Liebe schenken, because you know what's best for me. denn du weißt, was das Beste ist für mich. You know what's better for me Du weißt, was besser ist für mich, than myself. als ich es selber And you weiß. know what, God? Und weißt du was, Gott? I don't need to understand. Ich brauch's nicht zu verstehen. I trust you. Ich vertraue dir. I want to teach you this verse in Hebrews. I want you to see it a little bit different than you've heard it before. Ich möchte dir diesen Vers sagen aus dem Hebräerbrief und dir ein bisschen anders sagen. Hebrews 11:1. Im Hebräer 11, Vers 1. Faith is being sure we will get what we hope for, Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. and things will come that we cannot see yet. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Now, faith is for what we have not seen yet. Also Glaube ist etwas, was wir noch nicht gesehen We tend haben. to have the faith after we see it. Normalerweise haben wir Glauben, wenn wir es We gesehen tend to haben. want to praise God after we see it. Wir möchten Gott loben, wenn wir es dann gesehen haben. We tend to want to be happy after we've seen it. Wir möchten fröhlich sein, wenn wir was gesehen But that haben. is faithless. Aber das ist kein Glaube. Faith comes before you see it. Glaube kommt, bevor du es siehst. God, I thank you for taking care of this situation. Gott, ich danke dir, dass du dich kümmern wirst um diese God, Situation. I don't know why this is happening, Ich habe keine Ahnung, warum es but passiert, I trust you, God. aber ich vertraue dir, You Gott. said you are for me and not against me. Du hast gesagt, du bist für mich und nicht gegen mich. So I trust you, God. Also ich vertraue dir. I don't understand the situation. Ich verstehe es nicht, God, let me be honest. ganz ehrlich. I don't like the situation. Es gefällt mir nicht. But God, Aber Gott, you are God and I am not. du bist Gott und ich bin es nicht. And I'm going to give you unconditional love. Und ich will dir bedingungslose Liebe And I entgegenbringen. know in faith Und ich weiß im that it will Glauben, be for my good. dass es zu meinem Guten dienen wird.
Now, I think it's interesting when we have the last part of this verse. It says, Ich denke, es ist interessant, It's der letzte Teil being dieses sure of things Verses. that we have not seen yet. Da heißt es, dass wir Vertrauen haben in das, was wir noch nicht sehen. You know, why haven't you seen it? Warum hast du es noch nicht Because gesehen? you have no idea how God's going to answer it. Weil du gar keine Ahnung hast, wie Gott dieses Gebet überhaupt beantwortet. I believe that when we ask God for something, Ich glaube, wenn wir Gott um etwas bitten, He will give it to you. wird es dir geben. But does it look like what you want it to look like when He answers it? Aber wenn er das Gebet beantwortet, wird es nicht so aussehen, wie du dir das vorstellst. Normally not. Normally not. Normalerweise nicht. Sometimes God had answered the prayer and you don't even realize it. Manchmal beantwortet er ein Gebet und du kapierst es nicht mal. Because He didn't answer the way you wanted Him to. Denn er hat es nicht so beantwortet, wie du es dir vorgestellt You hast. walking around complaining because God hasn't answered your prayer. Und du beklagst dich drüber, weil Gott dein Gebet nicht beantwortet hätte. And there your son is sitting in the living room. Und das ist dein Sohn bei dir im Wohnzimmer. And God is answering it through him. Und Gott beantwortet das Gebet durch ihn. I remember I prayed to God that I would have a teen center that I wanted to open up a long time ago in America. Ich erinnere mich, ich habe mal Gott darum gebeten, dass ich ein Teenager Center haben kann in Amerika. I really wanted this to be open. Ich wollte wirklich so ein Jugendhaus a youth haben. center, yeah. And I did everything I could. Und ich habe alles gemacht, And was I ich prayed and I konnte. prayed and I prayed. Und ich habe gebetet und I raised gebetet. money Und ich habe Geld dafür gesammelt. and it didn't open. Und es ist nicht eröffnet worden. I asked God for it. Ich habe Gott darum I gebeten. knew He had put this vision in me, Und ich weiß, er hat diese Vision in mich but reingelegt. it didn't come to be. Aber es hat nicht funktioniert, es wurde nicht Wirklichkeit. But now I have New Chance International. Aber jetzt habe ich New Chance I International. have you here in open arms. Ich habe Open Arms hier. God has answered that prayer Gott hat dieses Gebet beantwortet. much, much bigger and much better than I prayed for. Viel, viel größer und viel, viel besser, als wofür ich überhaupt gebetet hatte. It didn't come when I wanted it. Es kam nicht, als ich es wollte. And He didn't answer the way I thought He would answer. Und er hat es nicht beantwortet, so wie ich es erwartet But He habe. knows what's best. Aber er weiß, was das Beste ist. So you may not get the answer when you want it. Also wirst du vielleicht die Antwort nicht kriegen, wann du sie You may möchtest. not get the answer how you want it. Oder wie du es möchtest. This situation may be unexpected. Diese Situation kommt vielleicht, die total unerwartet ist. But give God the faith Aber gib Gott diesen and Glauben. know that He's in control. Und dass du wissen darfst, er hat die Kontrolle. This will take chains off of you. Und das wird Ketten von dir This will lösen. give you a sense of freedom Das wird dir Freiheit geben. because it's all in the Father's hands, Denn es ist alles in den Händen des Vaters. not in your hands. Nicht in It's deinen. His responsibility, Es ist seine not Verantwortung. your responsibility. Nicht deine I'm going to say it Verantwortung. again. Ich sag's nochmal. Take your hands off of it. Nimm deine Hände weg von It der is Sache. God's responsibility. Es ist Gottes It is Verantwortung. not your Es ist responsibility. nicht deine Verantwortung. Give it to God and let Him take care of it. Gib es Gott. Lass ihn das Ganze regeln. Sit back, relax, Setz dich zurück, entspann dich and trust Him. und vertraue ihm. Yes, you can trust God. Ja, du kannst Gott vertrauen. Yeah, you can. Ja, Try it. versuch's. That takes faith. Es braucht Glauben. That means you're trusting Him for stuff that you haven't seen yet. Das bedeutet, du vertraust ihm für Dinge, die du noch nicht mal siehst. And that pleases God's heart. Und das erfreut Gottes Herz. And some of you right now watching me Und ein paar von euch, die jetzt gerade are zusehen, having a hard time trusting God du hast eine harte Zeit, Gott zu vertrauen. in that relationship, In dieser Beziehung, in that situation, in dieser in Situation, your finances, in deinen Finanzen, for your future, für deine Zukunft to take care of your past. oder deine Vergangenheit. You're so worried, Du machst dir so viele you're Sorgen, so upset, du bist so and wütend it's taking you away from God, und es nimmt dich weg von Gott. and it's taking you away from yourself. Und es bringt dich weg von dir selber. You're in the land of worry Du bist im Land der Sorgen. when you simply need to have faith, Dabei brauchst du einfach Glauben zu trust haben. Him, Vertraue give ihm. Him unconditional love, Gib ihm bedingungslose Liebe. knowing that He's going to handle your situation. Und dass du wissen darfst, er wird sich darum kümmern. I know it's hard. Ich weiß, es ist hart. I mean, life is hard. Das Leben ist hart. I mean, it's the truth. Das ist die Wahrheit. Life is hard. Das Leben ist hart. That's why when you choose it to do it God's way, Deswegen, wenn du den Weg wählst, den Gott sich ausgedacht you hat, do it God's way, wenn du es so the tust, wie reward Gott is es so möchte, great dann ist der Lohn so riesengroß. because He knows that it's hard. Denn er weiß, es ist And schwer. His hand is there for you to hold. Und seine Hand ist dort, um dich zu And halten. you say, Daddy, I trust you. Du hältst seine Hand und sagst, ich vertraue I don't dir. understand. Ich verstehe es nicht. I maybe don't like it, Vielleicht ich mag es nicht, but I trust you. aber ich vertraue dir. I trust you. Ich vertraue dir.
That's your message today. Das ist die Botschaft I von know it's some good heute. word. Ich weiß, es ist ein gutes Wort. Seems like it's sometimes easier to us to trust people. Manchmal kommt es mir so vor, es ist einfacher, Menschen zu Than vertrauen als Gott. And then we don't understand why they Und break our dann heart, verstehen wir nicht, warum sie unser Herz or why brechen they break our trust, oder warum sie unser Vertrauen or why missbrauchen they tell what we said don't tell. oder warum sie Dinge erzählen, wo wir sagten, erzähl's nicht, Because they're human. weil sie Menschen sind. You completely trust God and God alone. Aber du kannst Gott und nur ihm allein Man is vertrauen. always going to fail you. Weil Menschen werden immer irgendwas Falsches But machen. when your hand is Aber- held to God, Wenn du dich an Gott festhältst, His unchanging hand, seine Hand, die sich nicht ändern wird. it doesn't matter what happens, it's God's hand's unchanging. Egal was passiert, sie wird sich nicht verändern. And you hold on to that, Und du hältst dich an ihr fest. and you're going to be all right. Und dann wirst du okay sein. Let's pray. Wir möchten beten. God, some of us are in an unexpected situation. Gott, ein paar von uns sind jetzt in einer Situation, die wir wirklich nicht so haben kommen sehen. Something happened that just was unexpected. Etwas ist gekommen, das haben wir nicht erwartet. God, we have a hard time trusting you. Wir haben wirklich eine schwere Zeit damit, dir zu vertrauen. We say that we trust you with our mouth, Wir sagen mit unserem Mund, wir vertrauen dir. but with our actions and faith, we can't see it. Aber wir sehen es nicht mit unseren Handlungen. We say that we trust you, God, Wir sagen, wir vertrauen dir, Gott. but we act like we don't. Aber wir handeln so, als würden wir nicht. Increase our faith, God. Mach unseren Glauben stärker. Let us trust you even when we don't understand you. Dass wir dir sogar dann vertrauen, wenn wir dich nicht verstehen. Let us learn to give you unconditional love, God. Dass wir dir bedingungslose Liebe entgegenbringen können. That our love to you is not based on a condition. Dass unsere Liebe zu dir sich nicht basiert auf dem, was wir sehen. We don't make any more deals with you, God. Wir machen keine Deals mehr mit dir. God, if you do this, then I'll pray more. Wenn du das tust, dann bete ich mehr. God, if you do this for me, then I'll do that. Gott, wenn du das für mich tust, dann tue ich das für dich. No, Nein, that we'll do it anyway, God. dass wir es einfach tun. Even when the answer comes out, Selbst wenn die Antwort not rauskommt. the way we expected, Anders, als wir sie erwartet haben. but we know deep in our heart Aber wir wissen tief in unserem that Herzen, you're in control, dass du die Kontrolle hast. and we will have victory. Und wir werden den Sieg davon tragen. In Jesus' name. In Jesu Namen. I wish you a victorious day Ich wünsche dir einen siegreichen Tag and week. und eine I siegreiche hope to Woche. see you soon. Und ich hoffe, dich wiederzusehen. Until then, Bis dann. bye. Tschüss.